Willkommen auf unserem Sprachübungskanal. In diesem Video verbessern wir unsere Hör- und Sprechfähigkeiten durch verschiedene Alltagsgespräche. Englische Untertitel sind verfügbar und Sie können mithilfe der automatischen Übersetzungsfunktion in den YouTube-Einstellungen ganz einfach zu Ihrer Landessprache wechseln. Lasst uns jeden Tag gemeinsam unsere Sprachkenntnisse üben. Lektion 1: Herausforderungen im Gesundheitswesen. Hallo Anna, hast du gelesen, dass es in vielen Krankenhäusern Hindernisse gibt, die medizinische Versorgung zu verbessern? Hallo John, ja, es ist besorgniserregend, wie oft es zu einem chronischen Mangel an Ressourcen kommt. Genau. Viele Einrichtungen kämpfen mit einem Mangel an medizinischer Versorgung und Ausrüstung. Und auch Personalmangel kann zu erheblichen Herausforderungen bei der Bereitstellung hochwertiger Pflege führen. Definitiv. Überlastetes medizinisches Fachpersonal hat möglicherweise nicht genug Zeit, sich ordnungsgemäß um jeden Patienten zu kümmern. Dies kann zu einem Burnout führen, der sowohl das Personal als auch die Patienten betrifft. Es ist ein harter Kreislauf. Wahr. Darüber hinaus können Finanzierungsprobleme Krankenhäuser daran hindern, notwendige Verbesserungen vorzunehmen. Ja, begrenzte Budgets erschweren die Modernisierung der Technologie oder die Erweiterung der Dienste. Mir ist auch aufgefallen, dass der Zugang der Patienten zur Gesundheitsversorgung ein großes Hindernis darstellen kann, insbesondere in ländlichen Gebieten. Absolut. Menschen an abgelegenen Orten müssen oft weite Strecken zurücklegen, um versorgt zu werden. Und der Transport kann eine Herausforderung sein, insbesondere für ältere Menschen oder Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Es handelt sich um ein komplexes Problem, das umfassende Lösungen erfordert. Haben Sie von Initiativen zur Lösung dieses Problems gehört? Ich habe. Einige Organisationen arbeiten an der Telemedizin, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung aus der Ferne zu verbessern. Das ist eine tolle Innovation. Telemedizin kann die Lücke für Patienten schließen, die Krankenhäuser nicht einfach erreichen können. Genau. Es ermöglicht auch schnellere Konsultationen, was in dringenden Situationen von entscheidender Bedeutung sein kann. Ich hoffe, dass mehr Krankenhäuser diese Technologien übernehmen. Es könnte die Patientenversorgung wirklich verändern. Sicher. Und auch ein zunehmendes Bewusstsein für Gesundheitsthemen kann Veränderungen vorantreiben. Ja, die Aufklärung der Öffentlichkeit über Herausforderungen und Lösungen kann das Engagement der Gemeinschaft fördern. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern, politischen Entscheidungsträgern und Gemeinden. Absolut. Gemeinsam können wir auf ein effizienteres und zugänglicheres Gesundheitssystem hinarbeiten. Ich bin optimistisch, dass wir diese Hindernisse im Gesundheitswesen mit weiteren Anstrengungen überwinden können. Lektion 2: Eine kurze Pause. Hey Anna, kannst du bitte nachsehen, was es zum Mittagessen gibt? Ich fühle mich hungrig und müde. Hallo John, klar. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Haben Sie eine Vorliebe dafür, was wir essen sollten? Ich könnte wirklich etwas Herzhaftes essen, vielleicht ein Sandwich oder eine warme Suppe. Ein Sandwich klingt großartig. Wir könnten etwas frisches Gemüse und einen schönen Aufstrich hinzufügen. Ja, und vielleicht noch eine Beilage Chips oder einen Salat dazu. Perfekte Idee. Ein Salat wäre erfrischend,
besonders wenn wir etwas Nüsse und Käse hinzufügen. Ich liebe das. Haben Sie ein bestimmtes Verlangen, beispielsweise nach einer bestimmten Sandwich-Sorte? Ich habe Lust auf ein klassisches Club-Sandwich mit Truthahn, Speck und Avocado. Lecker. Das hört sich köstlich an. Ich könnte mich für eine gegrillte Käsetomatensuppe entscheiden. Tolle Wahl. Gegrillter Käse ist so wohltuend, besonders an einem müden Tag wie diesem. Genau. Es fühlt sich an wie eine warme Umarmung in Essensform. Soll ich bei unserem gewohnten Ort bestellen? Ja, bleiben wir bei dem, was wir wissen. Ihre Sandwiches sind immer frisch und lecker. Ich werde dann die Bestellung aufgeben. Wie wäre es, wenn wir zum Nachtisch auch ein paar Kekse bekommen? Oh, das wäre eine schöne Belohnung. Schokoladenkekse sind immer ein Favorit. Vereinbart. Ich werde sie der Bestellung hinzufügen. Es wird mit Sicherheit eine sättigende Mahlzeit sein. Ich kann es kaum erwarten. Etwas Gutes zu essen wird unsere Energie definitiv steigern. Sicher. Außerdem ist es eine schöne Pause von unserem anstrengenden Tag. Genau. Lassen Sie uns unser Mittagessen genießen und neue Energie für den Rest des Nachmittags tanken. Klingt nach einem Plan. Ich werde sofort anrufen. Lektion 3. Die Plains-Indianer. Hallo Anna. Ich habe über die Plains-Indianer und ihre Jagdtechniken gelesen. Hallo John, das klingt interessant. Ich weiß, dass Sie früher Büffel jagten, besonders nachdem Sie Pferde bekamen. Genau. Sobald sie Pferde hatten, wurde die Büffeljagd viel effizienter und dynamischer. Es muss Ihre Lebensweise erheblich verändert haben. Die Jagd vom Pferd aus ermöglicht eine größere Mobilität. Sicher, die Plains-Indianer konnten Büffelherden über die weiten Ebenen jagen, was für sie eine Wende bedeutete. Ich kann es mir vorstellen. Dadurch konnten sie auch mehr Boden zurücklegen und leichter Nahrung finden. Und als sie anfingen, Waffen zu benutzen, veränderte dies ihre Jagdpraktiken weiter. Ja, mit Waffen konnten sie Büffel aus größerer Entfernung erlegen, was es für Jäger sicherer machte. Rechts. Es bedeutete auch, dass sie eine größere Anzahl von Büffeln gleichzeitig jagen konnten und so ihre Stämme effektiver unterstützen konnten. Das ist faszinierend. Die Einführung neuer Technologien hat immer Auswirkungen auf traditionelle Praktiken. Absolut. Es ist interessant zu sehen, wie sich diese Veränderungen auf ihre Kultur und ihren Lebensstil ausgewirkt haben. Glauben Sie, dass die Abhängigkeit von Waffen Ihre Beziehung zur Natur verändert hat? Das hat es wahrscheinlich getan. Es stellte zwar mehr Ressourcen bereit, könnte aber auch zu übermäßiger Jagd und Umweltveränderungen geführt haben. Das ist ein entscheidender Punkt. Das Gleichgewicht zwischen Ressourcennutzung und Nachhaltigkeit ist für jede Kultur wichtig. Ja, die Plains-Indianer hatten großen Respekt vor der Natur, was sich in ihren Traditionen und Glaubenssätzen zeigt. Ich bewundere diese Verbindung zum Land. Daraus können wir heute alle lernen, oder? Definitiv.
Das Verständnis unserer Auswirkungen auf die Umwelt ist für zukünftige Generationen von entscheidender Bedeutung. Ich liebe es, wie uns die Geschichte wertvolle Lektionen über Nachhaltigkeit und Respekt vor der Natur lehrt. Genau, die Erforschung der Vergangenheit kann uns helfen, bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Lektion 4: Jahreszeiten und Wetter. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, dass es in den nördlichen Gebieten sehr kalte, dunkle Winter gibt? Hallo John, das habe ich. Für die Menschen, die zu dieser Jahreszeit dort leben, muss es hart sein. Definitiv. Der Mangel an Sonnenlicht kann sich auf die Stimmung und das Energieniveau auswirken. Das stimmt. Ich habe gelesen, dass manche Menschen Lichttherapie nutzen, um den Winterblues zu bekämpfen. Ja, es hilft dabei, Sonnenlicht zu simulieren und kann ihr Wohlbefinden verbessern. Wie wäre es mit dem Sommer? Ich habe gehört, dass der Sommer in diesen Regionen recht kurz ist. Sie müssen wirklich das Beste daraus machen. Absolut. Es ist, als würden sie alle ihre Outdoor-Aktivitäten in nur ein paar Monaten packen. Ich kann es mir vorstellen. Glauben Sie, dass es spezielle Sommerfeste gibt, um das warme Wetter zu feiern? Ich glaube schon. Viele nördliche Gemeinden veranstalten Feste, um den kurzen Sommer zu feiern. Das klingt wunderbar. Es muss eine großartige Möglichkeit sein, Menschen zusammenzubringen und die Natur zu genießen. Ja, außerdem können Sie bei diesen Veranstaltungen lokale Lebensmittel, Musik und Kunsthandwerk präsentieren. Ich liebe es, wie saisonale Veränderungen einzigartige Traditionen und Feste mit sich bringen können. Genau. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich verschiedene Kulturen an ihre Umgebung anpassen. Apropos Anpassungen. Glauben Sie, dass Menschen in kälteren Gegenden spezielle Möglichkeiten haben, es sich gemütlich zu machen? Definitiv. Sie haben oft tolle Winterausrüstung, wie isolierte Jacken und Thermoschichten. Und warme Getränke wie heiße Schokolade und Tee dürfen in den kalten Monaten nicht fehlen. Sicher, es klingt so einladend, es sich am Feuer mit einem warmen Getränk gemütlich zu machen. Ich würde gerne eines Tages einen Winter im Norden erleben, nur um zu sehen, wie sie damit umgehen. Das wäre ein Abenteuer. Erleben Sie die Schönheit verschneiter Landschaften und gemütlicher Traditionen. Ja, und es wäre interessant zu sehen, wie unterschiedliche Menschen ihre Jahreszeiten annehmen. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz und es geht darum, in jeder Jahreszeit Freude zu finden. Lektion 5: Den Kosmos erkunden. Hallo Anna, wusstest du, dass der 7. Planet der Sonne Uranus heißt? Hallo John, ja, Uranus ist im Vergleich zu den anderen Planeten unseres Sonnensystems ziemlich einzigartig. Das ist es wirklich. Es ist für seine charakteristische blaue Farbe und seine geneigte Achse bekannt. Rechts. Diese Neigung ist faszinierend. Es lässt Uranus fast auf der Seite rotieren. Genau. Und es hat eine sehr kalte Atmosphäre, die hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht. Ich habe gelesen, dass es auch Ringe hat. Sie sind nicht so auffällig wie die des Saturn, aber dennoch interessant. Ja,
Die Ringe bestehen aus Eis- und Gesteinspartikeln, was zu ihrer Einzigartigkeit beiträgt. Apropos einzigartige Merkmale. Uranus hat viele Monde, nicht wahr? Das tut es. Es sind 27 Monde bekannt und einige von ihnen haben interessante Namen wie Miranda und Titania. Diese Namen klingen magisch. Ich frage mich, wie sie ausgewählt wurden. Viele der Namen stammen von Figuren aus der Literatur, insbesondere von Werken von Shakespeare und Alexander Pope. Das ist cool. Es ist erstaunlich, wie sich Literatur und Wissenschaft auf diese Weise überschneiden können. Sicher, es fügt dem Studium der Astronomie eine Ebene des Geschichtenerzählens hinzu. Haben Sie schon einmal durch ein Teleskop auf Uranus geschaut? Noch nicht, aber ich würde es gerne tun. Planeten aus der Nähe zu sehen muss unglaublich sein. Es wäre. Ich denke, die Beobachtung von Himmelsobjekten kann bei jedem ein Gefühl des Staunens auslösen. Absolut. Der Nachthimmel und all seine Geheimnisse haben etwas Magisches. Meinen Sie, wir sollten bald einen Abend zur Sternenbeobachtung planen? Tolle Idee. Wir können nach Uranus und anderen Himmelsobjekten suchen und dabei die Sterne genießen. Ja, es klingt nach einer perfekten Möglichkeit, Lernen und Entspannung unter den Sternen zu verbinden. Ich kann es kaum erwarten. Die gemeinsame Erkundung des Universums wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Lektion 6. Die Freude an Farben. Hey Anna, hattest du dieses Wochenende Gelegenheit zum Malen? Hallo John, ja, das habe ich. Es bereitet mir immer wieder Freude zu sehen, wie die schönen Farben zusammenkommen. Das klingt wunderbar. Was hast du gemalt? Ich habe an einer Landschaft gearbeitet. Die Mischung aus Grün- und Blautönen war so beruhigend. Ich liebe Landschaften. Sie können die Essenz der Natur wirklich einfangen. Genau. Malen Sie auch gerne oder bevorzugen Sie eine andere Kunstform? Eigentlich bevorzuge ich die Fotografie. Farben in der Natur einzufangen ist faszinierend. Das ist eine tolle Wahl. Haben Sie ein Lieblingsmotiv zum Fotografieren? Ich liebe es, Blumen zu fotografieren. Ihre Farben sind so lebendig und lebendig. Blumen sind wunderschön. Es macht mir auch Spaß, sie zu arrangieren. Es fühlt sich an, als würde man ein Gemälde erschaffen. Das ist eine schöne Art, Kreativität auszudrücken. Hast du eine Lieblingsblume? Ich liebe Sonnenblumen. Ihr leuchtendes Gelb hebt meine Stimmung immer. Sonnenblumen sind unglaublich. Sie bringen wirklich Wärme in jeden Raum. Was ist mit dir? Welche Blume fotografieren Sie am liebsten? Ich glaube, Orchideen sind mein Favorit. Ihre einzigartigen Formen und Farben sind atemberaubend. Orchideen sind elegant. Sie verleihen jedem Arrangement einen Hauch von Raffinesse. Definitiv. Haben Sie schon einmal versucht, Blumen zu malen? Das habe ich, aber es ist schwierig, ihre Details genau zu erfassen. Ich kann es mir vorstellen. Die Feinheiten von Blütenblättern und Blättern müssen hart sein.
Ja, aber es lohnt sich, wenn es gut ausgeht. Glaubst du, dass du es eines Tages mit Malen versuchen wirst? Ich könnte. Ich würde gerne erforschen, wie Farben auf Leinwand verschmelzen und Emotionen erzeugen können. Das klingt nach einer tollen Idee. Kunst kann eine wunderbare Möglichkeit sein, Gefühle auszudrücken. Absolut. Es ist faszinierend, wie Farben unterschiedliche Stimmungen und Erinnerungen hervorrufen können. Lektion 7. Letzte Handgriffe. Hallo Anna, ich habe den Bericht fertiggestellt. Ich sende es Ihnen zur Überprüfung, bevor wir es versenden. Hallo John, das klingt nach einem Plan. Ich werde es mir genau ansehen. Großartig! Stellen Sie sicher, dass Sie auf Tippfehler oder unklare Abschnitte achten. Absolut. Es ist wichtig, dass alles klar und poliert ist, bevor es ausgeht. Ich möchte auch sicherstellen, dass die Kernbotschaften effektiv kommuniziert werden. Gute Idee. Wir sollten die Hauptpunkte hervorheben, damit sie für unser Publikum hervorstechen. Ja, die Verwendung von Aufzählungspunkten oder Überschriften könnte die Lesbarkeit verbessern. Das ist ein kluger Ansatz. Visuelle Elemente können wirklich dabei helfen, wichtige Informationen hervorzuheben. Ich werde die Daten auch noch einmal überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Fakten und Zahlen korrekt sind. Definitiv. Genauigkeit ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn sie weit verbreitet werden soll. Ich werde es gleich rüberschicken. Meinen Sie, wir sollten am Ende eine Zusammenfassung hinzufügen? Eine Zusammenfassung wäre hilfreich. Es gibt den Lesern einen schnellen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse. Vereinbart. Es kann dazu beitragen, die wichtigsten Ideen zu stärken, an die wir uns erinnern sollen. Sobald ich es überprüft habe, können wir alle Änderungen abschließen und es für die Verteilung vorbereiten. Perfekt. Es ist immer gut, wichtige Dokumente mit neuen Augen zu betrachten. Ja, Zusammenarbeit führt oft zu besseren Ergebnissen. Ich schätze es, dass wir dabei zusammenarbeiten. Ich auch. Es ist schön, Ideen auszutauschen und unsere Arbeit als Team zu verbessern. Ich freue mich darauf, die endgültige Version zu sehen, sobald wir fertig sind. Ich sorge dafür, dass es bald für Sie bereit ist. Lassen Sie uns diesen Bericht zum Leuchten bringen. Lektion 8. Modepaarungen. Hallo Anna, ich habe über Outfit-Ideen für dieses Wochenende nachgedacht. Oh, lustig. Was haben Sie im Sinn? Ich dachte darüber nach, Jeans mit hoher Taille zu tragen. Sie liegen gerade voll im Trend. Absolut. Sie können hochtaillierte Jeans mit einem Crop-Top und einer Lederjacke kombinieren. Das klingt stilvoll. Ich liebe die ausgefallene Atmosphäre, die eine Lederjacke verleiht. Das tut es wirklich. Außerdem können Sie für das Crop-Top verschiedene Farben wählen, passend zur Jeans. Ich habe ein rotes Crop-Top, das großartig aussehen würde. Was denken Sie? Ein rotes Crop-Top passt wunderbar zu dunkel gewaschenen Jeans. Es wird eine mutige Aussage machen. Genau. Welche Accessoires sollte ich deiner Meinung nach tragen? Ein paar Kreolen und mehrere mehrlagige Halsketten würden das Outfit gut ergänzen. Tolle Idee.
Ich habe auch einige Stiefeletten, die alles zusammenhalten würden. Perfekt. Stiefeletten verleihen einen Hauch von Raffinesse. Planen Sie, Make-up zu tragen? Ich dachte darüber nach, es einfach zu halten und einen natürlichen Look zu wählen. Vielleicht etwas Mascara und Lipgloss. Das hört sich herrlich an. Ein frischer Look wird das auffällige Outfit perfekt ausbalancieren. Ich kann es kaum erwarten, alles auszuprobieren. Habt ihr Outfit-Ideen für euch? Ich denke darüber nach, ein fließendes Kleid mit einer Jeansjacke zu tragen. Es ist bequem und süß. Das klingt bezaubernd. Fließende Kleider sind perfekt für eine entspannte Wochenendstimmung. Genau. Lass uns ein paar Fotos von unseren Outfits machen, wenn wir fertig sind. Ja, es wird Spaß machen, unsere Stile gemeinsam einzufangen. Lektion 9. Das Abenteuer erwartet Sie. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende ein paar Wanderwege auszuprobieren. Was denken Sie? Hallo John, das klingt nach einer tollen Idee. Wandern ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Genau. Ich habe gehört, dass es in der Nähe einige schöne Wanderwege gibt. Wir könnten sie gemeinsam erkunden. Ja, und wenn wir Zeit haben, könnten wir im Anschluss noch ein paar Wassersportarten ausprobieren. Sind Sie schon einmal Kajak gefahren? Ich habe. Kajakfahren macht so viel Spaß, besonders auf einem ruhigen See. Es ist auch ein tolles Training. Ich würde es gerne ausprobieren. Durch das Wasser zu paddeln fühlt sich so erfrischend an. Sicher. Und wir könnten auch ein Picknick einpacken, um es nach unseren Aktivitäten am Wasser zu genießen. Das ist ein perfekter Plan. Es wäre schön, sich zu entspannen und draußen etwas zu essen. Und vergessen Sie nicht, den nahegelegenen Leuchtturm zu besuchen. Es könnte ein großartiger Ort für Fotos sein. Ach ja, der Leuchtturm wäre eine wunderschöne Kulisse. Außerdem liebe ich die Geschichte dahinter. Ich auch. Sie erzählen oft faszinierende Geschichten darüber, wie sie Schiffe sicher an Land bringen. Es ist erstaunlich, welche Bedeutung sie in der Geschichte der Seefahrt haben. Definitiv. Schauen wir uns unbedingt das Wetter an, bevor wir losfahren. Gute Idee. Wir möchten einen angenehmen Tag zum Wandern und für Wasseraktivitäten haben. Ich werde die Wettervorhersage überprüfen und Ihnen Bescheid geben. Ich freue mich auf unser Abenteuer. Ich auch. Das klingt nach einer fantastischen Möglichkeit, das Wochenende im Freien zu verbringen. Ich kann es kaum erwarten, all die Schönheit zu erleben, die die Natur zu bieten hat. Lektion 10. Der Preis der Wahrheit. Hallo Anna, wusstest du, dass Galileo wegen seiner wissenschaftlichen Überzeugungen mit Hausarrest bestraft wurde? Hallo John, ja, es ist faszinierend und tragisch, wie er mit solchen Konsequenzen für seine Entdeckungen konfrontiert wurde. Absolut. Er war nicht nur ein Wissenschaftler, er war ein revolutionärer Denker, der die Normen seiner Zeit in Frage stellte. Rechts. Seine Unterstützung des heliozentrischen Modells, das besagte, dass sich die Erde um die Sonne dreht, war umstritten. In der Tat, die damalige Kirche glaubte an das geozentrische Modell,
bei dem sich alles um die Erde drehte. Es ist unglaublich, wie viel Mut Galileo brauchte, um sich gegen solch mächtige Institutionen zu behaupten. Ja, auch nachdem er gewarnt worden war, veröffentlichte er seine Ergebnisse weiterhin, was seine Hingabe an die Wahrheit zeigt. Ich bewundere seine Entschlossenheit. Glauben Sie, dass sein Hausarrest seine Arbeit beeinträchtigt hat? In gewisser Weise ja. Obwohl er eingesperrt war, gelang es ihm dennoch, in dieser Zeit wichtige Werke zu schreiben. Das ist beeindruckend. Sein Buch Two New Sciences war bahnbrechend und legte den Grundstein für die moderne Physik. Genau. Es ist erstaunlich, wie er eine schwierige Situation in eine Gelegenheit für weitere Erkundungen verwandelte. Es lässt mich darüber nachdenken, wie Herausforderungen zu erheblichen Wissensfortschritten führen können. Sehr wahr. Galileos Geschichte erinnert daran, dass die Suche nach der Wahrheit oft mit Opfern verbunden ist. Und es unterstreicht die Bedeutung wissenschaftlicher Forschung und Meinungsfreiheit. Definitiv. Wir sollten immer dazu ermutigen, neue Ideen zu hinterfragen und zu erkunden, unabhängig von den Hindernissen. Ich stimme zu. Sie ist für den Fortschritt in Wissenschaft und Gesellschaft insgesamt von entscheidender Bedeutung. Galileis Vermächtnis erinnert uns daran, angesichts von Widrigkeiten Neugier und Ausdauer zu schätzen. Lektion 11. Der Morgenrausch. Hey Anna, hast du heute Morgen pünktlich dein Haus verlassen? Hallo John, fairerweise habe ich es nicht getan. Ich beeilte mich, mich fertig zu machen. Ich kann es nachvollziehen. Der Morgen kann so hektisch sein. Ich hoffe, der Verkehr ist nicht zu schlimm für dich. Zum Glück war es heute überraschend hell. Ich hatte Angst, dass ich in der Klemme stecken würde. Das ist eine Erleichterung. Ich hasse es, wenn ich durch unerwartete Verkehrsverzögerungen zu spät komme. Genau. Es kann so frustrierend sein, wenn man alles geplant hat. Haben Sie normalerweise eine Morgenroutine, die Ihnen hilft, schneller aus der Tür zu kommen? Ich versuche es. Ich lege meine Kleidung am Abend zuvor aus, was wirklich Zeit spart. Kluger Schachzug. Normalerweise mache ich ein schnelles Frühstück, aber manchmal lasse ich es aus, wenn ich es eilig habe. Das Frühstück auszulassen ist nicht die beste Idee. Es ist wichtig, mit Energie in den Tag zu starten. Wahr, daran sollte ich wirklich arbeiten. Vielleicht könnte ich schnell etwas zubereiten, zum Beispiel Auvergne-Oats. Das ist eine tolle Option. Es ist gesund und kann im Voraus zubereitet werden. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ein nahrhaftes Frühstück kann mir helfen, konzentrierter zu sein. Sicher. Und es könnte sogar dazu führen, dass sich die morgendliche Hektik weniger stressig anfühlt. Genau. Ich denke, dass eine vorausschauende Planung einen großen Unterschied darin machen kann, wie der Tag beginnt. Ich stimme zu. Lassen Sie uns beide gemeinsam daran arbeiten, unsere Morgenroutinen zu verbessern. Klingt nach einem Plan. Auf einen entspannteren Morgen und weniger Hektik. Lektion 12. Gewalt in den Medien verstehen. Hallo Anna. Ich habe einen Artikel darüber gelesen, wie Medien die Wahrnehmung von Gewalt beeinflussen. Hallo John, das ist ein interessantes Thema.
Was stand im Artikel? Darin wurde erwähnt, dass es unwahrscheinlich sei, dass Kinder, die gewalttätige Sendungen sehen, Gewalttaten im wirklichen Leben nachahmen. Das ist interessant. Doch wie stellen Forscher das fest? Sie führen verschiedene Studien durch, wobei sie häufig das Verhalten über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten und verschiedene Gruppen vergleichen. Ich verstehe. Daher betrachten sie sowohl den Medienkonsum als auch reale Handlungen, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Genau. Sie fanden heraus, dass der Kontakt mit Gewalt in den Medien zwar die Desensibilisierung verstärken kann, aber nicht zwangsläufig zu gewalttätigem Verhalten führt. Das macht Sinn. Menschen sind oft in der Lage, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Rechts, aber auch viele Faktoren wie das familiäre Umfeld und persönliche Erfahrungen spielen eine wichtige Rolle. Es geht also nicht nur darum, was sie sehen. Es geht um ihre gesamte Erziehung und ihren sozialen Kontext. Ja, ein unterstützendes Umfeld kann den negativen Einfluss gewalttätiger Medien abmildern. Ich frage mich, ob die elterliche Anleitung Kindern dabei helfen kann, besser zu verarbeiten, was sie sehen. Definitiv. Die Diskussion des Inhalts kann Kindern helfen, den Unterschied zwischen Fantasie und Realität zu verstehen. Das ist ein proaktiver Ansatz. Es kann zum kritischen Denken über die von ihnen konsumierten Medien anregen. Sicher, die Vermittlung von Medienkompetenz ist im heutigen digitalen Zeitalter unerlässlich. Es ermöglicht jungen Menschen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, was sie sehen. Genau. Das Verständnis der Wirkung von Medien kann zu gesünderen Konsumgewohnheiten führen. Ich hoffe, dass mehr Eltern und Pädagogen die Bedeutung dieses Gesprächs erkennen. Ich auch. Es geht darum, ein sicheres und rücksichtsvolles Umfeld für Kinder zu schaffen. Lektion 13. Snackangriff. Hey Anna, soll ich ein paar Snacks für unseren Filmabend besorgen? Hallo John, ja. Für ein tolles Kinoerlebnis sind Snacks ein Muss. Eindrucksvoll. Was sollten wir Ihrer Meinung nach haben? Ich habe Lust auf etwas Knuspriges. Wie wäre es mit Chips? Perfekte Wahl. Chips sind immer ein Publikumsliebling. Soll ich ein paar verschiedene Geschmacksrichtungen nehmen? Absolut. Abwechslung ist der Schlüssel. Vielleicht auch etwas klassisches Salz und einen würzigen Geschmack? Tolle Idee. Ich werde mir auch ein paar Kekse holen. Was ist dein Lieblingstyp? Schokoladenstückchen, auf jeden Fall. Damit kann man nichts falsch machen. Ich werde sie der Liste hinzufügen. Möchten Sie noch weitere Leckereien? Wie wäre es mit etwas Popcorn? Es ist ein klassischer Filmsnack. Ja, Popcorn ist unverzichtbar. Sollen wir Butter oder Käse nehmen? Ich liebe butterartiges Popcorn. Dadurch fühlt sich der Film noch spezieller an. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Das wird ein lustiger Abend. Bitte abonnieren, liken und teilen Sie unseren Kanal. Ihre Unterstützung hilft uns, noch mehr tolle Inhalte zu erstellen. Dankeschön.